So, Entschuldigung. Jetzt aber. Hallo und herzlich willkommen zur ersten französischen Route in Trainsim World generell und Trainsim World 2. Na, in Trainsim World 1 ist es ja eigentlich nicht drin gewesen, aber die erste französische Route mit der Unreal Engine. Dann wollen wir auch direkt mal loslegen. 4 Zuschauer schon. Hallo Mios. LGV Méditerranée Introduction. 40 FPS, das geht schon. Welcome to Train Sim World 2, the immersive and highly detailed rail simulation featuring authentic routes and trains from around the world. Aber das sieht echt nicht schlecht aus, die Station hier, ne? So, erster Eindruck, sieht nicht schlecht aus. Aber beginnen wir jetzt erstmal mit dem Tutorial hier. You've just been awarded some action points. These are displayed in the top right corner of the screen and count towards your overall experience. Das wissen It wir is schon. necessary to be... Warum muss ich eigentlich immer ein ganzes Tutorial durchmachen, wenn ich eine Strecke spielen will? Nein. Die sind ja relativ groß, ne? Jetzt gibt es beim alten und neuen Teil. Von dem Bahnhof interessant. Ja, das war klar, das ist wieder sowas. This is one of many interactives to be discovered, but not all of them will be as easy to find as this one. Hallo Julian. So. Ja, das wissen wir schon alles, Alter. Davon haben wir ja gar keinen Screenshot gemacht von hier, ne? Also, ich dachte ja eigentlich nur, dass der Bahnhof nur aus diesen alten Teilen besteht. Interessant. Wirklich interessant. So. Ah, ans andere Ende. Na ja, auch klar. Paris. Interessant. Ach, keine Ahnung. Na, kann man da hoch? Nein. Ja, zu teuer. So. Marseille Saint-Charles SNCF. Ja. Und die Bar. Wollen wir da mal kurz reinschauen? Was Leckeres zum Essen holen. Ist denn aber auch nur in der Mitte? Oder gibt's unten auch noch was? Nee, ne? Nee. Defibrillateur. Wie und Defibrillateur. Sehr schön. Ja, ist ein bisschen wenig hier, um ehrlich zu sein. CE gibt es ja noch richtige Tische, aber hier ist es doch ein bisschen eng. Ah, wir gehen dann mal raus. Oder wollt ihr durch den TGV laufen? Oh, das war's ja schon fast, ne? Delete Carriage. Na gut. Ganz vorne. Natürlich sitzen wir oben. Links oder rechts? Auf jeden Fall Fahrtrichtung. Hier könnte doch schön sein, ne? So. You can pause the experience at any point and review previous and current objectives. Hallo, Check it out now and then return to the game when ready. Ja. Was sollen wir uns jetzt anschauen? Cool. Es gibt einen Escape-Knopf, den man benutzen kann. Press E. Hab ich doch. To get in and out of every available seat. Achso, draußen jetzt oder was? Hey. Oh. Okay. Also die haben uns kurz gezeigt, dass wir sitzen können. Das weiß ich schon. Dann gehen wir jetzt aber mal hier auf den Fahrersitz. Ich hab gesehen, gibt's ja irgendwie... Ah, das ist L, ne? Ja. Können wir nicht mehr lang. Hier auch nicht. Schade. So.
A lot of time will be spent operating trains, so when ready, sit in the driver's seat. Müssen sich immer einen neuen Satz ausdenken, dass man sich da hinsetzt. Meistens ist es, dass du einen Haufen Zeit einfach auf diesen Sitz hier verbringen musst, was ja eigentlich auch wahr ist. A heads-up display has appeared on the right-hand side of the screen. This is a guide to what the train is doing. This is the speed display. The current speed will be represented by a moving bar. The red marker indicates the current maximum permitted speed. Hallo Busbot in Hamburg. Das ist der Fernverkehr. Für die Deutschen gibt es nur den Twinlex. So, warte. Jetzt mal. Press E to continue. Ja, musst du uns jetzt wirklich noch das HUD This is erklären? the direction display. An arrow will indicate forward, reverse and neutral directions. Nein, oder? Ja, und weiter. This is the power display. Aha. A number will indicate what position the power control is in. These are the brake indicators. They show the state of the various brake systems, allowing independent management of them. Ja. Können wir jetzt fahren? In the top right are the signal and speed limit displays. These feature an indication of what is approaching and a countdown distance to when they will come into effect. Dieses System dann später im Tunnelende. Some of these displays can be hidden via the settings menu for a more challenging experience. Ich weiß. Können wir jetzt gleich einfach losfahren? Ich nehme an. Ja. This train is ready to go. Ja. Push the indicated handle all the way forward to get moving. All the way forward, okay. Da sind wir endlich. Marseille Saint-Charles station is a major terminal station in the second largest city in France, connecting high-speed rail, including international services, with local regional trains. Das sieht doch schön aus. Hier links so ein bisschen ein paar ältere Häuser. Das ist ein direkter Vergleich zwischen alt und modern. Finde ich auch interessant. So, wir geben das schon. Geben wir keine Noahs. Wir sind ja 30 km/h. Okay, gut. Dann halten wir mal die 30. Train Sim World 2 allows you to ride and drive from an internal and external viewpoint. Let's take a look now while the train is in motion. Wir können auch mal reinfahren. Ja, okay, ist jetzt nicht so spektakulär mit 30 km/h. You've only explored a small area here, so let's take a look at what else there is to enjoy. Voici à la gare de Marseille-Saint-Charles. Welcome to the beautiful south of France. Climb aboard the modern high-speed express TGV duplex train. Travel at speeds of up to 320 km per hour using the TVM430 onboard signalling system to move swiftly and safely. Drive from Marseille via Aix-en-Provence to Avignon. Along the way, don't forget to place route maps, hang TGV posters, restock first aid points, apply no trespassing signs, and repair broken cabinets. This is the LGV Méditerranée high-speed line. LGV Méditerranée, Méditerranée, please, Méditerranée. Ja, wir werden später noch den ICE fahren, hatte ich auch schon in Gedanken. Und ja, hallo Le 412. Und ja. Ja, 30 km/h sind doch was, ne? Dann werden wir dann auch bald auch die 320 fahren. Das sieht doch auch schön aus, ja. Welcome to driver training here at Marseille. Today you'll be learning to drive this SNCF Series 200 TGV duplex in camion livery. Ja, okay, was sollen wir sonst noch fahren? This brief introduction will cover critical driving controls and passenger operations, so climb aboard to get started. Ja, machen wir.
Das brauchst du nicht zweimal sagen. Take a seat in the driver's position because this is where you'll be spending most of your time. Schon wieder. To begin, you will need to press the Service Retention Cancel button to take control of this service. Interessant. Muss ich mir In merken. normal operation, this unit draws electricity from the overhead catenary via a pantograph. However, since the pantograph is currently in the down position, you have to power the initial systems by priming the auxiliary. To activate the control desk, set the master switch to active. Now activate the pantograph using the normal and DC positions on the different rotary switches so that it raises up and makes contact with the overhead catenary. Ach, da, okay. DC, also C, M, S, N, L, G, aha. Und normal. Okay. The DC setting should be used in the area of Marseille. Ja. The LGV setting should be used outside of Marseille. Ja, und der LGV, also sowas And wie the eine AC setting Schnellfahrstrecke einfach. is used in other AC overhead line areas. Gibt's aber nicht hier. The circuit breaker will need to be set to allow power. Ja. So. Lighting is automatically set when enabling the master switch, but make sure you use the low beam lights when passing other trains so as not to blind oncoming drivers. Ja. Take a quick glance of the platform to ensure all is safe before unlocking the doors. Okay. Die Frage stellt sich jetzt, ob wir, okay. Ja. Ob wir, kriegen wir das überhaupt auf? Hallo? Evacuation de Urgence. Ah ja. Schade, man kann nicht drauf Next, schauen. you need to do the brake test. This ensures that all the brakes are working correctly before you set off. Naja, schade. First, Aber wenn's press the nicht brake Notfall ist. hold button to hold the lead power car brakes into their current state so that you don't roll away. This does mean that during... And now press the emergency brake button. You'll see the brake pipe rapidly drop to 0 bar, verifying that this is working correctly. Na dann. Use the brake neutral switch to disable the brake lever, which will... Okay. Now that you've Später weiß ich tested the bestimmt emergency nicht, brake, Aber you'll test normal brake operations. Then hold the train brake in the release position. Ja. 5 Bar. Ja. Genau. Hold the train brake control in apply until the brake pipe reads around. Ja, dann machen wir noch. So, 4. Okay, weniger als 4. And that's the brake system fully tested. Cool. The reverser is used to set the direction of travel. Vorwärts, das wissen wir ja schon. There are 3 driving modes on the TGV. Ja. Coupling and uncoupling. The speed Ja. is limited in this mode and is intended for coupling maneuvers. Nein, oder? Manual control. This is usual mode for driving on classic lines. Ja. And selected speed. This The uses the TSW speed is etwas selector laut, control ja, okay, and is used by the Moment. driver on high-speed lines to set the maximum cruise speed. To get started now, select the manual control mode as you are on the classic lines. Ist es jetzt besser? Ich habe mein Mikrofon ein bisschen leiser gemacht, deswegen ist vielleicht das Spiel ein bisschen lauter jetzt. Menu Control. Warte, hallo? Ach so. Ah. Manual Controller. It's time to get going. Set the doors to locked. Jo. Und dann nochmal draufklicken. Oder das dauert jetzt noch. Ja. Und sie sind zu. Na dann. For this introduction, you'll be driving as far as Aix-en-Provence. Oh, okay. Finally, press the brake hold button and you should see the yellow light. Yes. Achso, so, 5. So.
Und da... The train is now ready to part, so apply a small amount of power to get moving. Small amount. Ja, das werden wir nicht lange, nur ein small amount hier. Applyen. Da hinten ist grün. Hoffe ich, denke ich. Die Signale muss ich auch noch erstmal checken. Ja, ist klar, dass ich 30 Keeping to the speed limit is important. If you begin to overspeed, hold the brake lever into the apply position to slow down. Also die Signale hier sind ja jetzt links statt rechts, ne? Daran muss ich mich noch gewöhnen. So. Meine Stimme hört man nicht, was? Gar nicht. Moment. Also die Signale hier sind jetzt... Also ich höre eigentlich alles. Na dann. Warum blieb das eigentlich die ganze Zeit? Totmannschalter. So. Können wir ein bisschen wieder Gas geben. Was ich hier geil finde, ist so ein Combined-Ding, ne? Hier kann man mit A und D steuern, das mag ich immer. Anstatt immer A und D und Gas geben, dann andere Zeug wieder bremsen, finde ich mal ein bisschen umständlich, wie beim ICE. So. Ja. Können wir uns nochmal den Zug von außen anschauen. Wenn wir die Zeit dafür haben. Sieht doch schön aus. Kann man einen Screenshot machen. Ja. So. Vielleicht sieht der schöner aus, wenn wir später beim Mehrtageslicht fahren. Es ist ja voll bewölkt hier gerade. Können wir aber noch alles einstellen. Später fahren wir auch mit dem TGV. Okay, gut. Ja, ich schaue jetzt ja nicht so oft auf den Shit. Jetzt muss ich ja erstmal das Tutorial machen. Jetzt können wir auch beschleunigen. Okay, genau, wir beschleunigen, das ist super. Also beim Livestream sind die ja relativ langsam durch den Tunnel. Also wir fahren gleich in diesen 8 Kilometer langen Tunnel. Das kann dann ein bisschen dauern, bis wir wieder an der Oberfläche sind. Danach kommt schon Aix-en-Provence. Also fahren wir gleich am besten von Avignon aus, damit wir nicht im Tunnel sind, und mal ein bisschen Highspeed aufbauen. Weil hier ist man erstmal relativ langsam und in 16 Kilometern ist es schon vorbei. So. Du kommst ins TGV. So. Also, erster Eindruck. Sehr interessant. Ich will dann auch später mal gerne mit dieser roten Lackierung auf der Schnellfahrtstrecke Köln-Aachen fahren. Aber ich glaube, das kriegen wir so schnell nicht hin. Ich könnte ein relativ hässlichen Replay machen vielleicht, mit dem wir die dann fahren können. Aber ich würde mal schauen. Also auf jeden Fall fahren wir hier noch mit dem ICE, damit wir dann nochmal 320 fahren können. Wer weiß, was wir noch machen. Ihr könnt ja auch was vorschlagen. Der Stream geht heute vielleicht 2 Stunden oder mehr. So. Okay, Gott sei Dank ist es nicht der Tunnel. So, jetzt gehen wir hier in die Vorstadt. Können wir schon beschleunigen? Nein, 140 km/h, stimmt. Das geht ja jetzt eine Weile. Es geht eine Weile geradeaus und dann entweder nach links, dann müssen wir langsamer fahren oder nach rechts. You're approaching the voltage changeover area and need to change the voltage on the train in order to continue. Ja. You'll do this without stopping the train.
open and then close the circuit breaker. Lower the pantograph by moving the switch to the lower position. Das ist lower. Okay, ich dachte, das wäre das L. Change the pantograph mode switch to LGV. Yep. Jetzt kommen wir hier auf die Schnellfahrstrecke drauf. Und ein anderes Stromsystem. Und jetzt rollen wir für 1,5 Kilometer geradeaus. Ohne Strom. Eigentlich dachte ich immer, dass man das hier auslässt, solange man über dieses Ding fährt. Aber irgendwie ist es doch nicht so. Wahrscheinlich wollte der einfach, dass wir hier keine Power applyen oder so. Das da wahrscheinlich irgendwie nicht gehen würde. So, wir kommen jetzt endlich in den Tunnel rein. Das ist auch der Ort, an dem wir das Stromsystem wechseln. Was dann auch hier gleich irgendwo an der Wand steht. Irgendeins von den Dingern jetzt. When your cab passes the REV board, ja. when the arm breaker symbol illuminates, rearm the circuit breaker. This means you can now increase power up to the indicated speed on the TVM display. Das ist übrigens unser Geschwindigkeitslimit. Ja. Ach so. Okay, man macht es einfach raus und wieder einschalten, muss man das nochmal anschalten. Okay. Dann maximale Energie. Wenn wir dann die 320 Sekunden schaffen wollen. Ich glaube nicht, aber im nächsten Szenario auf jeden Fall. Ja, 300. Wenn wir das schaffen. 8 Kilometer geradeaus. Oder wandert die Welt da hinten nicht? Die Welt da hinten wandert nicht. Okay. Hier können wir auch nicht in die Außenkamera. So, gibt es hier irgendwo Cap-Lights? Kommt das Licht? Nein. Cap-Lights, gibt es das irgendwo? Nein. Kann man das benutzen? Ja. Da kann ich auch den Chat lesen, genau. 270. Wie gut sind die FPS so durchschnittlich? Also auf 4K Ultra, während du in 2K streamst, hast du 60 Grad in diesem Tunnel, aber das ist auch kein Wunder. In der Station hatte ich gerade 40. Und ich habe eine 1080 Ti. Mit 11 GB GDDR5. Ja, das wäre noch eine Idee. Ja, klarer Sommertag auf jeden Fall auch. Hallo, Unbekannten ab hier. Und hallo, Leipziger Let's Play LLP. So. Dann schaffen wir auch ordentlich Geschwindigkeit. Da haben wir schon fast die 200. Dann hoffe ich auch, dass wir mehr als die 250 schaffen. You're now approaching Aix-en-Provence, Okay. so apply a small amount of brake force to achieve a comfortable, safe stop. Oh ja, ich erinnere mich. Die haben ja im Stream gesagt, dass er mindestens schon, keine Ahnung, 3-mal über den Haltepunkt hinausgeflogen ist, weil er nicht früh genug gebremst hat. Deswegen bremse ich jetzt einfach mal ein bisschen schneller. Die Geschwindigkeitsbegrenzung für die Gleise, wo man anhaltet, ist übrigens 170 km/h. Wir haben hier gerade immer noch 50 FPS. Wie gesagt, ich streame ja immer noch 2K HD. Ja, es geht eigentlich. Also, das Wetter könnte jetzt schöner sein, die Bäume. Ich würde mir Herbst irgendwie interessant vorstellen. Das würde ich doch bestimmt schön sehen. So schöne Farben dann, ne? Also ich würde es interessant finden. 1,5 Kilometer, 150 km/h. Ja, okay, er bremst relativ langsam. Maximale Energie, okay. Dann schon ein Punkt. Ich sollte schneller bremsen.
das war schon Notbremse. Machen dann mal Apply. Okay, wir kriegen Reslip. Doch nicht so viel Apply. Machen wir 4. Na, guck mal, bremst schon viel besser. Wir machen das wieder 5 und die Bremse dann ein bisschen lockerer. Da sind wir schon in Aix-en-Provence. Ich glaube, ich benutze lieber die andere Bremse. Das ist ja eine elektrische und eine Ansage. Mensch. Zwei, okay, 3 Meter. Das nehme ich. Dann machen wir wieder auf 5. Dann machen wir das Ding auf. Machen wir, keine Ahnung, 20%. Und machen die Türen auf. Wir machen einen kurzen Spaziergang, bevor das Ding gleich vorbei ist. Sieh einer mal an. Paris, André. Ich versuche immer noch nicht Stunden Französisch auszusprechen. Kann man hier lang? Ich glaube nicht. Vielleicht daneben. Nicht mal die NPCs kommen dadurch. Ich glaube, das versuche ich nicht. Aber wir können uns zumindest hier hoch. Ja. Oh, unser Zug rollt. Oh, oh. Eigentlich wäre das jetzt schon vorbei für uns. Weil wenn man uns bewegt, während er rollt, ist es eigentlich schon direkt vorbei. Na? Ist die Bremse echt so schwach? Oh, das war die Notbremse. Ups. Und jetzt stehen wir aber, ne? Genau. 20, ja. Das sind 20. Ich könnte auch die Parkbremse benutzen. Vielleicht benutze ich die das nächste Mal besser. Den haben wir es ja schon fast. Mal Verspätung, ich hoffe nicht. Die Frage ist, sieht man die Verspätung? Hey, Spur durch. Geht nicht, schade. Sieht man die Verspätung? Man sieht gar nichts. Na dann. Lock Doors. Das machen wir gleich. Aix-en-Provence TGV. Die Tür auch noch. Genau. Lock Doors, genau. Und wieder zumachen. Oh, das ist der andere Knopf. Ah, okay. Close. Okay, also schließen und rechts, links öffnen. Gut. Und sie sind zu. Und das war's. Good work. That concludes all the basics of operating this train. Ja.